Moin Moin, hier ist der Zapp. In dieser High-Rise City Review bekommst du einen kleinen Einblick in das neue Städteaufbauspiel mit Ressourcenversorgung und Handel, das gerade frisch in den Early Access ging. Ich erzähle dir, wie es sich spielt, was alles drin ist und am Ende gibt es eine Wertung von mir, aber vor allem möchte ich dir alle Infos geben, damit du für dich selbst entscheiden kannst, ob das Spiel dir Spaß machen könnte. Das Spiel wird von 4XO Entertainment entwickelt und von Deck 13 gepublished. High-Rise City ist das erste Projekt dieses deutschen Studios. Ich habe einen kostenlosen Testkey erhalten, meinen Dank dafür. Dies sollte aber keinen Einfluss auf meine Bewertung haben, da ich alle Spiele immer mit dem Gedanken im Hinterkopf teste, wie würde ich mich fühlen, wenn ich den vollen Preis bezahlt hätte. Hintergrund: Early Access. High-Rise City erschien am 24. März 2022 als sogenannte Early Access Version. Das Spiel ist also bisher noch nicht fertig. Es gibt noch Bugs, Probleme und Lücken im Design und Gameplay. Wer ein perfektes Spiel erwartet, sollte also lieber noch einige Monate warten und dann nochmal hereinschauen. Die Entwickler nutzen das Feedback, Bug-Reports, Vorschläge und Ideen der frühen Spieler, um das Projekt weiterzuentwickeln, zu verbessern und so auch noch mehr an die Wünsche der Fans anzupassen. High-Rise City ist dabei schon zu Beginn recht umfangreich, läuft weitestgehend stabil und hat auch bereits jetzt einiges an Spielinhalten. Es fühlt sich nicht an, als würde man nur eine Demo-Version spielen, die irgendwann mal oder vielleicht auch nie fertig wird. Hier gibt es sicher negative Beispiele für Early Access Games, aber High-Rise City gehört nicht dazu. Die Entwickler nehmen Spielerfeedback über Discord oder Steam entgegen und es gab nach Release auch bereits einige Patches, um Bugs zu beheben, sowie Updates, die neue Features mitbrachten. Apropos Entwickler. High-Rise City wurde mehrere Jahre lang von einem Solo-Entwickler erdacht, entwickelt und programmiert. Erst kurz vor Release wurde das Indie-Projekt von der deutschen Firma Deck 13 unterstützt, die man vor allem für The Search 1 und 2 kennt. Aber seit einigen Jahren ist Deck 13 nun auch als Publisher für kleinere Studios tätig. Durch diese Zusammenarbeit hat das Spiel jetzt mehrere Programmierer und auch zusätzliche Künstler für Modelle, Sounds und weitere Inhalte. Dies sollte der Gesamtqualität in der weiteren Entwicklung sicher gut tun. Spieltyp: City Builder Aufbaustrategie. High-Rise City orientiert sich ganz klar an Klassikern wie der SimCity-Reihe. Natürlich gehört auch der seit 7 Jahren amtierende Platzhirsch Cities Skylines zu einer Inspirationsquelle der Entwickler. Allein optisch hat es schon reichlich Ähnlichkeiten, aber auch vom Spielgefühl her ist vieles so, wie man es von den beliebten Genregrößen gewöhnt ist. Zuerst baut man Straßen, wie zu erwarten, meist in einem Raster. Aber das geht in High-Rise City auch gebogen, schief und krumm, wenn man das lieber mag. An diese Landstraßen baut man dann Zonen für Einwohner und versorgt sie mit Wasser und Strom. So weit, so bekannt. Anders als üblich gibt es hier nur Wohn- und Bürozonen. Die Industrie dagegen kommt nicht als Zone in die Stadt, die dann vollautomatisch mitwächst. Stattdessen bauen wir alle Betriebe gezielt, dort, wo wir sie brauchen und dort, wo die Rohstoffe vorhanden sind. Daraus ergibt sich ein viel komplexeres Gameplay als in Cities oder SimCity. Gameplay: City-Builder mit Ressourcen. High-Rise City bringt nämlich einen besonderen Kniff mit. Hier benötigt man, um Baustellen zu errichten, neben dem normal üblichen Geld auch Baumaterial. Damit funktioniert es teilweise ähnlich wie Anno 1800 oder viele Echtzeitstrategietitel. Das ist bei den City-Builder-Vorbildern ja nicht der Fall, dort wird nur Geld benötigt und dann wächst die Stadt schon fast von alleine. Es beginnt mit Holz, das wir nur in den vorgegebenen Wäldern abholzen können und nach kurzer Zeit brauchen wir Lehmgruben und Ziegelbrenner. Nach und nach kommen dann auch Eisen, Werkzeuge, Stahlbarren, Glas und viele weitere Ressourcen dazu, ohne die unsere Stadt nicht wachsen kann. Wir brauchen aber auch Nahrung für unsere Einwohner. Fischer- und Bauernhöfe für Obst, Gemüse, Korn und viele weitere Früchte müssen gebaut werden und Korn zum Beispiel muss erst durch Mühle und Bäcker gehen, ehe es als Nahrung gilt. Da die Grundressourcen meistens nur an bestimmten Orten abgebaut werden können, ist es nötig, auch für die Transporte zu sorgen. Hierfür gibt es Speditionen, die mit LKWs die Waren abholen, einlagern und dann bei Bedarf auch wieder an die weiterverarbeitenden Betriebe ausliefern. Unsere Einwohner brauchen auch allerlei Versorgungsgebäude. Angefangen von Schule, Polizei, Feuerwehr, über Arzt und Krankenhaus bis hin zu Müllentsorgung oder Parks und Spielplätzen ist eine breite Palette an Bedürfnissen der Einwohner zu erfüllen. Und nur wenn sie damit ausreichend versorgt sind, werden sie glücklich und die Stadt wächst. Und da mit der Zeit bis zu 5 Stufen von Wohn- und Bürozonen verfügbar werden, steigen dort auch die Bedürfnisse nach und nach stark an. Gameplay, Handel und Management.
Eine weitere Besonderheit von High-Rise City ist, wie hier Geld verdient wird. Vergleichbar mit den 2 großen Vorbildern gibt es zwar Steuern auf die Wohn- und Bürozonen, aber diese Einnahmen reichen bei weitem nicht, um unsere Stadt und den Ausbau zu finanzieren. Die Haupteinnahmen müssen wir mit der Industrie und dem Verkauf der Waren über den Hafen erwirtschaften. Überschüsse werden exportiert und wenn eine Ware fehlt, können wir sie auch einkaufen. Und manche Dinge, wie Gewürze, gibt es sogar nur über den Import. Das Spiel bietet, wie im Genre üblich, Freischaltung von neuen Gebäuden über das Erreichen von bestimmten Einwohnerzahlen. Haben wir also zum Beispiel erstmals 1000 Menschen in der Stadt, schaltet dies neue Zonen, Gebäude, Warenkreisläufe und manches mehr frei. Und nach können wir auch umliegendes Land als Baufläche dazu kaufen. Um die Palette an Spielfeatures abzurunden, bietet High-Rise City auch ein Forschungssystem, durch das einzelne Gebäude effektiver werden. Außerdem können wir Gesetze erlassen, die beispielsweise Müllvermeidung verordnen, sodass weniger Plastikmüll anfällt. Auch Lärm- und Luftverschmutzung oder Staus sind Probleme, um die wir uns als Bürgermeister kümmern müssen. Technik, Grafik, Sound. Als Basis für High-Rise City dient die Unreal Engine 4. Die bewährte Engine ist, zumindest in gewissen Grenzen, eine Sicherheit für brauchbare Qualität der Grafik, wie auch Stabilität und Performance. High-Rise City hat eine riesige Menge an 3D-Modellen für die Häuser, Einwohner, Landschaft und Autos, die mit Mittelklasse-Texturen und ebenfalls brauchbaren Animationen kommen. Dies erkennt man schon am ziemlich hohen Platzbedarf von mehr als 24 GB auf der Festplatte. Manche Texturen sind aber auch noch recht matschig zurzeit, da ist noch Luft nach oben. Die Tonkulisse des Spiels ist leider bisher eher untere Mittelklasse. Neben Windgeräuschen, vereinzelten Fahrzeugbrummen und ein paar typischen Stadtsounds gibt es hier nicht viel zu hören. Ein paar Doodle-Tracks laufen im Hintergrund. Aber man hört deutlich, dieser Bereich war bisher wohl nicht Hauptaugenmerk der Entwickler. Es gibt ein sehr umfangreiches Optionsmenü, mit dem man das Spiel an eigene Vorlieben und eventuell schwächere Hardware anpassen kann. Dort sind auch zahlreiche Einstellungen zum Schwierigkeitsgrad und für die Oberfläche möglich. Dieser Bereich ist vorbildlich gelöst, absolut Daumen hoch dafür. Es gibt ein bisschen Sprachausgabe, aber das beschränkt sich auf das Tutorial und Systemmeldungen wie zum Beispiel „Es fehlt an Obst" Es gibt einen Mangel an Gemüse. oder „Spiel gespeichert", wenn ein Autosave erstellt wurde. Die Sprecherstimme existiert bisher für Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch. Alle Texte sind ebenfalls in diesen Sprachen und dazu noch in Italienisch, Spanisch, Polnisch, Japanisch und Koreanisch verfügbar. High-Rise City Test, Meinung und Fazit. Ich liebte SimCity, hab schon die allerersten Teile auf dem Amiga gespielt damals und City Skylines hat mich für einige 100 Stunden gefesselt. Also triggert High-Rise City bei mir sofort diese Erinnerungen. Es erweitert das City-Builder-Genre um einige richtig gute neue Ideen, bietet viele bekannte Features auf neue Art und macht auch manches gleich auf Anhieb richtig. Der Spielumfang ist für so ein kleines Team wirklich beachtlich und bereits jetzt kann man hier als Städtebau-Fan Spaß finden. Allerdings muss man unbedingt beachten, dass es im Early Access ist und das nicht ohne Grund. Das Spiel ist noch eine Großbaustelle oder vielmehr eine Sammlung von sehr vielen kleinen und mittleren Baustellen. So wie eine Stadt im Spiel ständig an allen Ecken und Enden erweitert, ausgebaut und Fehler in der Planung beseitigt werden müssen, so braucht auch High-Rise City noch für einige Zeit fortlaufende Arbeit an Verbesserungen und Bugfixes. Nicht falsch verstehen, das grundsätzliche Spiel funktioniert gut. Aber die optische Präsentation, die Menüs und Bedienung, die Simulation von Einwohnern und Fahrzeugen und auch viele Sachen im Balancing sind einfach noch unfertig. Ich schätze, es wird noch einige Monate dauern, ehe die momentanen Probleme alle behoben sein werden. Und da noch so einiges an weiteren Features geplant ist, wird es sicher auch hier und da noch neue Bugs geben. Das besondere Feature, dass eigentlich alle Gebäude und Zonen neben dem Geld auch noch Baumaterial wie Holz, Steine, Stahl etc. erfordern, erweitert das Spiel enorm. Und die sich daraus ergebenden Optimierungen von Produktion und Transport sind wirklich gut. Hier vereint High-Rise City die besten Seiten der klassischen City-Builder mit Entwicklungen, wie sie etwa durch Anno 1800 aufkamen. Und das ist bereits in der frühen Fassung ziemlich gelungen und interessant zu spielen. Für ein eher kleines Projekt bin ich ziemlich begeistert vom Detailgrad der entstehenden Städte.
Die Auswahl an 3D-Modellen für Wohnhäuser und Büros ist enorm und sie sind gespickt mit vielen kleinen Details. Diese optische Vielfalt kommt erst richtig zur Geltung, wenn man mal ganz weit reinzoomt und mit der Kamera zwischen die Häuser fährt. Oder man nutzt das witzige Gimmick, dass man mit einem Auto völlig frei durch die Stadt fahren darf. Diese Autofahrt ist technisch zwar nicht perfekt und es gibt fast keine Kollisionsabfrage, außer mit den zu hohen Bordsteinen, aber so von mittendrin betrachtet wirken die eigenen Städte gleich nochmal viel besser. Wenn einem die Optik wirklich wichtig ist, bietet Hi-Rise City hierfür noch weitere tolle Features. Denn bei Bauernhöfen zum Beispiel können wir per Knopfdruck auch verschiedene Modelle und Früchte durchschalten und so aus unserer Erdbeerplantage zum Beispiel einen Obstbaumhof machen. Wem das nicht reicht, der kann mit dem Terraforming-Tool die Karte umgestalten oder mit dem Dekorationstool aus einer bereits beachtlichen Palette an einzelnen Bauteilen neue Objekte platzieren oder an bestehende Häuser anbauen. Du möchtest ein Klettergerüst im Garten eines bestimmten Hauses? Kein Problem. Oder du meinst, dass ein bestimmtes Gebäude mit einem Oberlicht und einer Feuertreppe besser aussehen würde? Leg los, bau sie einfach an. Hier sind kreativen Köpfen fast keine Grenzen gesetzt. Noch flexibler wird das Spiel dann durch die bereits vorhandene Mod-Unterstützung inklusive Steam-Workshop-Integration. Hier können zukünftig neue Maps, neue Gebäude und auch Gameplay-Veränderungen entstehen, mit denen jeder mit wenigen Klicks das Spiel an eigene Wünsche anpassen und den Spielumfang erweitern kann. Alles in allem bin ich sehr begeistert von Hi-Rise City. Es ist noch ein gutes Stück entfernt von perfekt, aber was das Spiel bereits jetzt bietet, gefällt mir richtig gut. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise dieses tollen City-Builders noch führen wird, wenn in einigen Monaten die Bugs weniger und die Features und Mods noch reichlich mehr geworden sind. Mit 24,99 € ist der Preis eher im Mittelfeld. Für den momentan gebotenen Spielumfang und den Zustand des Games kratzt es für mein Gefühl noch etwas zu sehr am oberen Preisbereich. Aber wenn Forexo noch eine Weile fleißig am Titel weiterarbeitet, dann ist es dieses Geld auf jeden Fall wert. Und davon gehe ich aus, wenn ich mir die umfangreiche Roadmap anschaue. Hi-Rise City Review Wertung. Für den mittleren Preis von 24,99 € oder Dollar bekommt man mit Hi-Rise City eine sehr interessante Mischung aus Citybuilder, Aufbaustrategie und Handelssimulation, die einige frische Ideen ins Genre bringt. Durch Mod-Unterstützung und fortlaufende Entwicklung dürfte das Spiel für eine sehr lang anhaltende Unterhaltung sorgen. Hierfür möchte ich Hi-Rise City eine Basiswertung von 90% geben. Als Early Access Titel hat es, wie zu erwarten, noch einige technische Mängel, die aber voraussichtlich in den folgenden Monaten behoben werden. Bis dahin muss ich jedoch für Bugs, Abstürze, Grafikglitches, Interface-Probleme, teilweise merkwürdiges Balancing und Lücken im Content momentan 8% abziehen. Damit komme ich zu einer vorläufigen Endbewertung für Hi-Rise City kurz nach Early Access Release von 82%. Wenn es den Entwicklern gelingt, die Bugs und Mängel in den Griff zu bekommen und eventuell noch weitere interessante Features, mehr Maps, einen Map-Editor oder derlei ins Spiel zu bringen, dann sehe ich Potenzial für mehr als 90%. Magst du gern Bürgermeister sein und dich um alle Bedürfnisse deiner Einwohner kümmern? Oder sind Early Access Bugs, viel Feintuning und Management nichts für dich? Schreib mir gern deine Meinung in die Kommentare oder im Community Discord unter zapzock.de/discord. Mehr Gaming News, Spiele-Reviews und Guides findest du auf dem YouTube-Kanal hier oder unter zapzock.de. Daumen klicken, abonnieren und mit Freunden teilen kann bestimmt nicht schaden. Und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Ciao, ciao, dein Zap.